kommen zum Statement vor der Fraktionssitzung der Freien Demokraten. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Vielen Dank, Moritz Foro. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute das Statement schon am Montag, denn es liegt ein besonderer Tag vor uns, der uns sicherlich länger in Erinnerung bleiben wird. Der Bundeskanzler wird heute im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Und als Fraktion der Freien Demokraten werden wir ihm das Vertrauen nicht aussprechen. Ich muss offen sagen, ich hätte mir zu Beginn der Koalition nicht vorstellen können, dass es zu diesem Tag kommt. Nichtsdestotrotz, auch in der Koalition ist es gelungen, einiges voranzubringen. Beispielsweise beim Thema Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau in Teilen, einige Entlastungen, der Ausbau der Infrastruktur. Aber man muss nüchtern einräumen, ich glaube, das müssen alle Koalitionspartner, alle ehemaligen Koalitionspartner, nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe im November 2023 kam ein Wendepunkt in der Koalition. Nach diesem Urteil sind die unterschiedlichen Parteien in der Koalition schlicht nicht mehr in die gleiche Richtung gelaufen. Und seit dem Sommer diesen Jahres sind zentrale Vorhaben zur Stärkung unserer Wirtschaft und zur Entlastung der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger an der Umsetzung schlicht gescheitert. Ich will ein konkretes Beispiel nennen, was auch aktuell ja diskutiert wird und tatsächlich in dieser Sitzungswoche des Deutschen Bundestages noch entschieden werden kann, nämlich der Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommensteuer, also Entlastung bei der Einkommensteuer und die Erhöhung des Kindergeldes. Maßnahmen, die erst nach dem Ampelaus gelungen sind und jetzt in dieser Woche im Deutschen Bundestag beschlossen werden. Ich selbst habe monatelang versucht, mit SPD und Grünen darüber zu verhandeln, dass diese Entlastung schnell, das Ziel war seinerzeit im Oktober, durch den Deutschen Bundestag gebracht werden können, auch um Fristen zu erreichen. Aber dieses Gesetz wurde von den Partnern immer blockiert, wie so viele andere Dinge, die leider blockiert worden sind, wenn ich beispielsweise an das Thema Arbeitszeitflexibilisierung denke, auch etwas, was im Sommer bereits vereinbart war, oder Entlastung beim bürokratischen Lieferkettengesetz. All das ist leider nicht gekommen. Das hing insbesondere mit unterschiedlichen Vorstellungen zusammen. Schulden, neue Schulden bei SPD und Grünen, Reformpolitik bei der FDP auf der anderen Seite. Das hat zu einem Stillstand geführt und ich glaube, Stillstand darf sich Deutschland angesichts auch der wirtschaftlichen Lage nicht leisten. Stillstand wäre schädlich für unser Land. Das heißt, dieser Tag ist eben auch ein Tag des Aufbruchs und des Neuanfangs für Deutschland. Eine Regierung, die für Stillstand steht, die schadet unserem Land. Deswegen braucht es eine neue Regierung in Deutschland, die dem Aufbruch sich selbst verschreibt. Wir konnten nicht so weitermachen, denn der Stillstand, den ich gerade beschrieben habe, der hat nicht zuletzt Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern alle Menschen in Deutschland zutiefst frustriert. Und deswegen braucht es jetzt eben einen neuen Aufbruch nach der kommenden Bundestagswahl. Denn die Herausforderungen sind ja keineswegs kleiner, sondern eher größer geworden. Wir merken das an den Schlagzeilen der letzten Tage und Wochen. In den letzten 15 Jahren hat es in Deutschland keine echte wirtschaftliche Strukturreformpolitik gegeben. Und wir müssen es schaffen, genau dahin wieder zu kommen. Seit 2017 ist Deutschland bereits im industriellen Kern in der Rezession. Und ich habe es gerade angedeutet, jede Woche erreichen uns Meldungen von Unternehmen, die Stellen abbauen. Ich denke an Volkswagen bei mir in Niedersachsen, an Ford, Schaeffler, Evonik. Die Liste ist leider noch nicht abschließend. Deutschland, davon bin ich zutiefst überzeugt, auch angesichts einer sehr gut ausgebildeten Bevölkerung, Menschen, die Lust haben, die Ärmel hochzukrempeln. Deutschland ist ein attraktiver Standort. Aber wenn die Politik nicht auf die Rufe der Wirtschaft hört und Reformen vornimmt, verschenken wir unser Potenzial. Und unser Land hat ein starkes Potenzial. Deswegen muss die kommende Bundesregierung entschlossen vorangehen und voller Mut genau diese Reformpolitik aufgreifen. Ich glaube, Deutschland hat die Chance für einen Neuanfang verdient und Deutschland bekommt jetzt die Chance für einen Neuanfang. Deshalb ist es gut, dass es heute zu dieser Abstimmung im Deutschen Bundestag kommen wird, dass es der Weg für neue Wahlen damit geebnet wird und genau der Neuanfang, von dem ich gerade sprach, für Deutschland nach dem 23. Februar ermöglicht wird. Und weil wir auch nach vorne schauen,
werden wir uns heute im Fraktionsvorstand, morgen nochmal in unserer regulären Fraktionssitzung auch mit den Initiativen dieser Woche beschäftigen. Beispielsweise sprechen wir darüber, wie man konkret die Stromkosten in Deutschland im Rahmen eines Gesetzentwurfs senken kann, indem wir mehr auf Marktwirtschaft setzen, die Unternehmen von zusätzlichen Belastungen befreien und beispielsweise dann, wenn in Deutschland unter Umständen sogar wieder im Januar eine Dunkelflaute herrscht, wie wir es dann schaffen können, dennoch attraktive Strompreise zu haben. Ich sehe beispielsweise, dass Länder wie Schweden mittlerweile sehr kritisch, auch andere skandinavische Länder sehr kritisch auf Deutschland schauen angesichts unserer Energiepolitik. Auch das war ja ein Punkt, der in der Koalition am Ende nicht zielführend geeint werden könnte. Wir werden in der Fraktionssitzung über eine Strategie für Gründer und Unternehmer sprechen, denn genau diese Tatkraft braucht unser Land jetzt. Wie gesagt, Deutschland hat unglaubliche Chancen und es geht jetzt darum, dass diese Chancen endlich ergriffen werden mit neuen Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Vielen Dank.